Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Heute mal ohne Vogelgezwitscher im Hintergrund, dafür mit einem schönen Monsunregen. Das war auch mal was, ne? Hier. Das heißt nicht 7-mal, sondern das heißt 7x bzw. 7x, wie man bei Coca-Cola in Atlanta die geheimen Zutaten für die Coca-Cola nennt. Genau das machen wir nämlich heute. Wir probieren aus, unsere eigene Cola zu machen. Und zwar nicht irgendeine, sondern wir machen eine probiotische Cola mit Wasserkefir. Ich weiß gar nicht, warum die da noch nicht von alleine drauf gekommen sind. Aber egal. Ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus. Wir stellen einen Cola-Sirup erst her. Wenn du jetzt keine Wasserkefir hast, dann kannst du auch nachher einfach diesen Sirup mit Mineralwasser mischen und hast dann im Prinzip deine eigene Cola. Es sind übrigens wesentlich mehr als 7 Zutaten, 12 oder so. Unter anderem zum Beispiel Coca-Blätter, genau die, aus denen Kokain gemacht wird, und Koffein sowie Zitronensäure. Aber darauf verzichten wir jeweils, denn Koffein hin oder her, das merkst du nicht. Das ist also für den Geschmack uninteressant. Coca-Blätter sind legal irgendwie nicht zu bekommen. Und Zitronensäure bindet Metalle an sich. Und Zitronensäure ist in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Das heißt, das gebundene Metall gelangt mit der Zitronensäure ins Gehirn. Und da wollen wir das definitiv nicht haben. Wir machen also sozusagen die, sage ich jetzt mal, gesündeste Cola, die irgendwie möglich ist. Zucker ist in jedem Fall drin und auch Lebensmittelfarbe, schwarze für die Optik. Kann man weglassen, dann ist die Cola grün. Und was wäre sonst noch zu erwähnen? Gar nichts. Ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht, ob es überhaupt schmeckt, das Gebräu, was ich jetzt gleich ausprobiere. Schauen wir uns mal an und stellen wir uns unseren Cola-Sirup her und ja, dann fermentieren wir den zu probiotischer Cola. Legen wir los mit den 7 Geheimzutaten. Fangen wir damit an und setzen uns neuen Wasserkefir an. Und wenn du noch keine Wasserkefirkristalle hast, dann empfehle ich dir, schau mal in Facebook-Gruppen zum Thema Wasserkefir. Da gibt es viele nette Menschen, die ihre Wasserkefirkristalle verschenken oder zumindest günstig verkaufen. Oder in den Kleinanzeigen in deiner Gegend, da wirst du bestimmt fündig. Ja, und den mache ich mir immer ganz unkompliziert mit 3 Esslöffeln Rohrzucker auf 600 Milliliter Wasser. Und dann verrühre ich mir das kurz, decke das mit einem Küchentuch ab und lasse den für 2 Tage fermentieren. Bei mir sind halt immer 30 Grad, darum geht das ganz schnell in 2 Tagen. Wenn es jetzt, sagen wir mal, nur 22, 23 Grad sind, dann kann das auch 3 bis 4 Tage dauern. Ja, aber unabhängig davon können wir unseren Cola-Sirup machen. Und dafür kommen hier 10 Gramm Orangenschale, 10 Gramm Zitronenschale, 4 Gramm Zimt, 1 Gramm Muskatnuss, 1 Gramm Koriandersamen und 4 Gramm getrocknete Bitterorange in den Mörser. Und dann stoße ich mir die so fein wie möglich. Ja, das sind jetzt ein bisschen viele Zutaten auf einmal, ich weiß. Darum habe ich das Rezept auch hier unten in der Infobox verlinkt. Da geht es zu meiner Homepage und da gibt es das ganze Rezept nochmal Schritt für Schritt zum Nachlesen. Genau. Und ich kann dir sagen, das duftet original wie diese Cola-Fläschchen mit diesem Zuckerüberzug. Wir sind also schon auf dem richtigen Weg. Ja, und dann kommen also die ganzen Kräuter hier zusammen mit 70 Gramm Kokosöl in einen Topf. Das erwärmen wir dann ganz kurz, ich sag mal so auf 30, 35 Grad. Und dann lassen wir die Gewürze hier in dem Öl für 10, 15 Minuten ziehen. Dann geben die ihre aromatischen Stoffe an das Öl ab. Und dann können wir das durchfiltern. Und während unser 7x Aromaöl abtropft, können wir dann schon mal 100 Gramm Zucker karamellisieren. Den Zucker eben in den Topf geben und dann bei schwacher Hitze den Zucker schmelzen. Und so wie der Zucker beginnt zu schmelzen, mit dem Rühren anfangen. Und dann halt so lange weiter rühren, bis ein leckerer dunkelbrauner Karamell entstanden ist. Wenn dir das Video gefällt, dann sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Und wenn du dem Kanal Nico Stanitzer noch nicht folgst, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Aber wenn der Zucker dann ganz flüssig ist und eben schön karamellbraun, dann löschen wir den mit 300 Gramm Wasser ab. Das zischt einmal ordentlich.
Und dann wird der Zucker wieder fest und dann kochen wir so lange weiter und rühren, bis sich der Karamellzucker aufgelöst hat. Ja, und als nächstes rühren wir uns dann 300 Gramm Zucker ein, so lange bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann kommt ein Bindemittel dazu. In dem Fall habe ich hier Gummi Arabicum. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn wir nachher das Aromaöl dazugeben. Öl und Wasser vertragen sich normalerweise nicht so gut und das Gummi Arabicum hilft uns dabei, die beiden Stoffe miteinander zu verbinden. Man könnte auch Alkohol verwenden, aber darauf möchte ich gerne verzichten. So, ich filter mir jetzt hier den Cola-Sirup in ein Glas ab. Das ist jetzt optional, aber ich rühre mir hier noch 2-3 Teelöffel schwarze Lebensmittelfarbe ein, eben für die Optik. Und dann können wir den in den Kühlschrank stellen für 1, 2, 3 Tage, je nachdem wie lange es dauert, bis der Wasserkefir fertig fermentiert ist. Ja, und wenn der Wasserkefir dann soweit ist, dann können wir den abfiltern. Und dann habe ich immer 30 Gramm vom Cola-Sirup auf 200 bis 250 Milliliter vom Wasserkefir gegeben. Das musst du halt am besten einfach mal ausprobieren, wie da das Mischungsverhältnis für dich am leckersten ist. Ja, dann verschließen wir die Flaschen und dann lassen wir unseren Cola-Kefir für 2 Tage bei Raumtemperatur fermentieren und dann kommt er nochmal für mindestens eine Nacht oder einen Tag in den Kühlschrank, um natürlich richtig durchzukühlen und noch weiter zu fermentieren, damit sich so viel Kohlensäure wie möglich bildet. Ja, und dann fehlt nur noch der ultimative Geschmackstest, würde ich sagen, und den machen wir doch gleich. Ui! Mega lecker. Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, beim Stampfen von den 7X-Gewürzen, da entwickelt sich so ein Duft, der eben wie diese Cola-Fläschchen, diese Gummi-Cola-Fläschchen duftet. Ja, und genau so schmeckt das. Und durch den Wasserkefir schön spritzig, schön säuerlich. Also richtig lecker, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich ziehe das jetzt gleich alles rein, aber nicht bevor ich mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten bedankt habe. Sei so lieb, wenn dir das Video gefallen hat oder wenn dir das Video geholfen hat, gib mir einen Daumen nach oben oder eben einen Daumen nach unten, wie du magst. Ansonsten, falls du den Kanal Nico Stanizock noch nicht abonniert hast, sei so lieb, abonniere den Kanal Nico Stanizock, das hilft mir wirklich sehr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage einfach Tschüss, Cola machen gehen.